Die Grenze liegt hinter uns. 2 volle Tage haben wir verbracht. Kontrollen, Papiere, technische Prüfungen, Diskussionen. Jeder einzelne Schritt war eine Hürde. Wir wussten, diese Grenze wird die schwerste unserer gesamten Reise. Und jetzt, endlich haben wir es geschafft. Die Dokumente sind ausgestellt, die Permits in der Hand, die Motorräder zugelassen. Ein Moment, auf den wir monatelang hingearbeitet haben. Vor uns liegt China. Ein Land, das größer ist als alles, was wir bisher gesehen haben. Über 6000 Kilometer liegen vor uns, einmal quer durch sämtliche Provinzen des Landes. Eine Strecke, die wir nur in 28 Tagen bewältigen müssen. Ab hier beginnt etwas völlig Neues. Die Reise durch China, ein Abenteuer voller Ungewissheit. Wir wissen nicht, was uns erwartet, wie uns die Menschen begegnen, wie sich dieses Land anfühlt. Eines aber ist klar, die Reise hat jetzt wirklich begonnen. So, guten Morgen aus China. Wir sind in der Stadt Li. Es ist viel zu früh, es ist 9 Uhr morgens. Natürlich ein nächtiger Ausblick. Leider wurde uns vom Guide aus dem Bett rausgeholt, wir hätten noch viel länger schlafen können. Ja, wir sind voll spät ins Bett gegangen. Richtig müde, richtig K.O., keine Power. Jetzt treffen wir uns mit den Italienern, mit den anderen Motorradfahrern und dann den ganzen Tag 400-500 Kilometer fahren. Der Morgen beginnt früher, als uns lieb ist. Wir treffen uns mit den Italienern und unserem Guide. Heute ist der letzte Tag, an dem wir gemeinsam unterwegs sind. Heute Abend wird jeder seinen eigenen Weg gehen und wir werden zum ersten Mal allein durch China fahren. Zum ersten Mal sehen wir die Stadt bei Tageslicht. Riesige Wohnblocks reihen sich aneinander, einer wie der andere. Alles wird gepflegt und sauber, geschmückt. Kein Müll, alles in perfekter Ordnung. Ein Anblick, der sich von den Städten zuvor komplett unterscheidet. Wir befinden uns hier in Xinjiang, der größten Provinz Chinas. Für die Autobahn fällt Maut an. Unsere Route führt uns in den nächsten Tagen entlang der mongolischen Grenze hinein in die riesige bekannte Gobi-Wüste. Doch jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das Stück, das direkt vor uns liegt. So, kurzer Stopp auf der Fahrt. Wir fahren eine Autobahn, kommen irgendwie trotzdem nicht wirklich gut voran. Wir laufen trotzdem gut soweit. Wir sind jetzt an irgendeiner Tankstelle mit so einem kleinen Bazar, haben kurz Pipi gemacht und so. Ja. Weiter, kaum Strecke gemacht. Nee. Aber sind noch nicht so lange unterwegs, passt schon. Nee, ist glaube ich erst 10. Ja. Nee, 12. Oh. Wir erreichen ein Gebirge und plötzlich liegt eine völlig neue Landschaft vor uns. In jeder Kurve verändert sich die Umgebung. Jedes Mal wirkt es, als wären wir in einer völlig anderen Welt. Auf einmal fühlt es sich fast an, als wären wir in den Alpen unterwegs. Die Berge, die Natur, so vertraut, so heimisch. Und dann bekommen wir den ersten Eindruck von der chinesischen Infrastruktur. Perfekt ausgebaute Straßen, riesige Brücken, die über gewaltige Täler führen. Tunnel, die sich durch die Berge graben, gigantische Bauwerke, die beeindrucken. Oben auf dem Gebirge öffnet sich ein riesiger See. Die Natur hier ist ganz anders, als wir uns das vorgestellt hatten. Keine Spur von schwerer Industrie, keine Verschmutzung, keine Überfüllung. Der erste Eindruck ist das genaue Gegenteil von dem, was wir erwartet haben. So, wir machen jetzt mal Pause hier an der Mautstelle, gezwungenermaßen. Sind ja im ganzen Land die Dinger, ist halt wie immer, man kriegt so eine Karte, dann bei der Station muss man das bezahlen, wir müssen immer unser chinesisches Kennzeichen zeigen, wir haben ja ein deutsches Kennzeichen. Die Landschaft, die wir gerade durchgefahren sind, war wirklich wunderschön. Auch die Brücken und so wirklich phänomenal, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir hätten gar nicht gedacht, dass es jetzt so aussieht. Erst haben die Berge so ausgesehen wie zu Hause, wie die Alpen. Jetzt kommen wir gerade in so eine Steppe. Ja, wir fahren gerade in so eine Art Steppe rein, das ist wirklich... Ja, richtig schön hier. Und ja, wir machen jetzt recht gut Distanz auf jeden Fall. Es läuft ziemlich gut. Wenn es so weitergeht, kommen wir auf jeden Fall abends dann in dieser Stadt ab. Und dann fahren wir ab morgen weiter, alleine weiter. Aber wir haben halt echt mächtig Hunger. Gestern nichts zu Abend gegessen, heute nichts zum Mittag gegessen. Es ist echt wichtig, dass wir mal wieder richtig was zwischen die Backen bekommen.
So, mit letzter Kaffee haben wir jetzt einen Tankstellenhof, Rastplatz gefunden hier an der G30 an der Autobahn. Für uns gibt es jetzt traditionelles Essen, leider auch traditionell mit Stäbchen, das ist echt blöd. Zum Glück habe ich immer Besteck mit dabei. Kann ich ein bisschen sehen hier, weil ich jetzt ja keinen Bock hier Stäbchen zu essen. Das kommt aber echt recht gut, Spaghetti mit Nudeln zu essen, mit Stäbchen zu essen. Und zwar muss man sich nur ein bisschen konzentrieren und ein bisschen konzentrieren. Und was auch richtig cool ist hier in China, wenn man bei diesen Nudelgerichten bis jetzt immer konnten wir uns kostenlosen Nachschlag holen. Das war echt, das ist echt super geil, dass man sich kostenlos Nudeln oder Reis als Nachschlag holen kann. Also was gibt's Besseres? Ja, die machen auch immer so viel Soße, dass man eigentlich 2 Mahlzeiten dann hat. Man zahlt nur eine. Das ist richtig geil. Jetzt können wir gleich mal wieder unsere Stäbchen auspacken, da reinballern. Oh, schaut euch das an. Oh, die ganze Schale. Ich habe die ganze Schale Nudeln in den Stäbchen. Nein. Okay, ich hab's raus, Leute. Ich hab's raus. Und so beginnt der letzte Abschnitt gemeinsam mit der Gruppe. Wir können es kaum erwarten, endlich allein unterwegs zu sein. Ohne Guide, ohne Fremdbestimmung. In unserem eigenen Tempo fahren, selber mit den Menschen sprechen. Die Straße führt uns hinaus in eine scheinbar unendliche Steppe. Eine leere Landschaft, ohne Gebäude, ohne Bäume, nichts außer der Autobahn. Die G30, die für lange Zeit unsere zweite Heimat werden sollte. Am späten Nachmittag irgendwann erreichen wir eine Stadt. Wir verabschieden uns und sind jetzt allein unterwegs. So, endlich angekommen hier in dieser Stadt. Komi, glaube ich, heißt sie. Ich bin mir gar nicht sicher gerade, das ist alles sehr schwer auszudrücken. Ist die Stadt super gepflegt, also wenn man sich das mal anschaut, die ganzen Hecken, alles ist perfekt geschnitten, es ist alles unfassbar sauber. Da hinten sind auch echt ein paar sehr schöne Gebäude, aber für China ist es eher ein Dorf hier. Das war so ein Wohnblock. Und 500 Kilometer heute geschafft, unglaublich. Die Maut hier ist aber richtig teuer in China, das darf man echt nicht unterschätzen. Also ist wirklich richtig teuer. Wir werden jetzt noch ein bisschen weiterfahren heute und noch ein bisschen extra Strecke für morgen machen, da irgendwo außerhalb der Stadt, zwischen der anderen Stadt schlafen. Motorräder laufen gut und das Chillige ist, man kann halt echt die Motorräder hier draußen stehen lassen, ohne dass irgendjemand die Taschen anfasst oder so. Man muss sich echt gar keine Sorgen machen, dass irgendwas geklaut wird. Ja, jetzt holen wir mal kurz Luft und dann fahren wir weiter, einfach mal raus aus der Stadt, bisschen extra Strecke und dann hoffentlich irgendwo einen Zeltplatz finden. Die Zeitverschiebung macht es recht zu schaffen hier in China, weil es ist jetzt schon wieder 8 Uhr abends und halt immer noch komplett hell. Es ist schon echt verrückt, weil die Sonne geht hier erst um 10 oder 11 unter. So, bevor wir jetzt nach Wildcampen gehen, waren wir auf der Suche nach einem Supermarkt und wir haben auch einen Supermarkt gefunden. Der hat halt einfach alles zu verkaufen und ja, mal schauen, was es hier so gibt, weil wenn wir dann gleich alles gekauft haben. Riesiger Stapel Plastik. Ganz wichtig. Ja, da kaufen wir schon alles fürs Abendessen und fürs Campen und dann fahren wir gleich raus aus der Stadt. Mal gucken, was es hier so Tolles gibt in dem Supermarkt. Direkt ein richtig guter Fund hier. Gibt es so Hähnchenkeulen und Herzen und ja, so Ribeye Steak, Leber, noch eine Hähnchenkeule, noch eine Keule, einfach so Vakuum verpackt zum Wegsnacken. Also ich weiß nicht, was man damit macht, ob man die kocht oder isst oder es ist halt komisch, dass es nicht im Kühlschrank ist. Verrückt, ey. Alles voll Fleischstücke hier. Nicht gekühlt. Haben wir noch nie gesehen, sowas. Nice. So, Einkauf ist erledigt. Jetzt gibt es heute Abend Instant-Nudeln zu essen. Als Klopapier haben wir so Servietten gekauft. Bisschen Chips, bisschen Knabbersack, Wasser. Bisschen Süßgetränke für morgen, für die Fahrt. Ein paar Snacks. Es geht direkt auf die Bikes, in die Wildnis. Hoffentlich finden wir einen guten Platz zum Schlafen, zum Campen in der Natur. Dann wird morgen wieder Strecke geballert. Ja, wir müssen halt echt mal früh ins Bett gehen, wir brauchen dringend Energie. Aber schaut euch mal an, wie schön sauber das hier überall ist, wie perfekt geschnitten das ist. Das ist eine richtig deutsche Hecke, würde ich mal sagen. Überall. Und so verlassen wir die Stadt. Für uns beginnt jetzt die Suche nach einem Schlafplatz.
Deshalb biegen wir nicht auf die Autobahn, sondern neben die Landstraße. Sie gibt uns einen zweiten Eindruck vom Land. Hier wirkt alles anders. Die Straße und Gebäude haben nicht mehr diesen perfekten Ausdruck wie in den Städten oder entlang der Autobahn. Am Horizont tauchen die ersten Industrieanlagen auf. Und auch hier, wie schon zuvor, gibt es keinen Abschnitt, der nicht von Kameras überwacht wird. Als die Nacht hereinbricht, finden wir endlich einen Platz. Ein ausgetrocknetes Flussbett. Für heute Nacht wird das unser Zuhause. So, unseren Platz gefunden zum Schlafen. Erste richtige Nacht in China. Ganz simpel eigentlich. Ja, direkt waren von dem Flussbett, schlagen einfach hier das Zelt auf dem Boden. Ja, eh nur für eine Nacht. Ja, bauen wir das Zelt auf, dann gibt es Nudeln, Bierchen und ein Bettchen. So, das Zelt steht inzwischen. Es ist schon ziemlich spät. 1 Uhr nachts. Wir haben nichts mehr gegessen. Es ist ein anstrengender Tag hinter uns. Morgen geht es genauso weiter. Ja. Auf jeden Fall auch eine Wecker aufstehen. Auf keinen Fall einen Wecker, ja. Mit der Sonne wieder aufstehen. Ja, schön. Nicht so vermisst, einfach im Zelt schlafen und mit der Sonne aufwecken. Nicht so einen blöden Wecker, der rumklingelt. Ja, auf jeden Fall endlich wieder campen. Und dann auch noch in China. Das ist so ein Land, glaube ich, was bei Reisenden nicht so beliebt ist zum Campen. Ist auch recht warm. Es wird eine schöne Nacht draußen. Haben wir jetzt auch eigentlich gar nichts diebstahlsicher gemacht, weil wir uns irgendwie gar keine Sorgen machen, dass irgendwas klaut hier, weil die Chinesen waren alle echt sehr nett bis jetzt. Ja, dann gehen wir mal schlafen, gucken, was den nächsten Tag bringt, an Kilometern, sagen gute Nacht. So, guten Morgen aus China, Leute. Wir sind endlich aufgestanden. Es ist 10:30 schon, also viel zu spät eigentlich. Da steht unser Zelt. Da ist, hinter dem Hügel ist das Flussbett, aber es ist maschinell begradigt auf jeden Fall. Sind trotzdem noch voll müde. Ich glaube, es braucht mehr als eine bisschen längere Nacht zum Schlaf nachholen. Heute Nacht war es irgendwie ein bisschen frisch. Bin mal aufgewacht wegen der Kälte. Auf jeden Fall sind auch überall diese spitzen Bäume, die sind so verrückt. Das sieht man überall hier in China. Also können wir dann direkt gleich einpacken und losfahren, schnell Kaffee trinken. Wir müssen heute wieder so um die 500 Kilometer schaffen. Und dafür sind wir viel zu spät eigentlich jetzt schon los. Also es ist ja 10:30 schon, bis wir dann loskommen, wird es bestimmt 12 sein. Ja, Koya, was ist los? Magst du nicht Auto fahren? Ja, und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall erstmal einen Kaffee trinken, einpacken und dann den ganzen Tag wieder auf der Autobahn chillen. So, wenn die anderen schon mal einpacken sind, versuche ich noch schnell mal Tacho zu reparieren, weil der ist gestern wieder kaputt gegangen und ein Tacho ist schon echt wichtig hier in China, weil so viele Blitzer hier sind, echt unfassbar viele. Tacho ist nicht mehr reparierbar, hat die Zähne weggefressen. Schade. Jetzt muss ich wirklich ohne Tacho weiterfahren, das ist ja richtig blöd, kein Tacho zu haben, sonst kein Kilometerzähler, auch wegen dem Tanken. Ja, schade. Ich muss ja irgendwie dieses Ersatzteil aus Deutschland mal zu mir bekommen, das ist echt unheimlich schwer. So, beim Anziehen von der Achse hier muss mir ein kleines Stückchen Steinchen reingefallen sein in die Mulde. Und das hatten jetzt meine beiden Bolzen abgerissen. Und ohne die Bolzen kann ich natürlich nicht fahren, weil sonst verliere ich meinen Vorderreifen. Das heißt, dass die Honda jetzt erstmal kaputt ist und hier eine Panne hat. So kann das Problem einigermaßen reparieren. Die Stehbolzen gingen zum Glück recht gut raus. Und jetzt konnten wir da 2 Schrauben einfach reinhauen. Die eine ist ein bisschen zu lang, da ist Unterlegscheiben drunter, die andere ist ein bisschen zu kurz. Und trotzdem ist jetzt der Vorderreifen uns wieder eingebaut, das ist auch noch kaputt. Ich brauche halt dringend neue Stehbolzen, am besten die Originalen von Honda, dass der Vorderreifen auch sicher drin ist und nicht irgendwie sich befreien kann beim Fahren. So, ist alles zusammengepackt, wir sind jetzt endlich bereit. Es ist schon viel zu spät, wir sind echt sehr, sehr spät jetzt dran. 400 Kilometer liegen jetzt vor uns. Motorräder sind gepackt und bereit. Ich hoffe, dass das alles hält jetzt erstmal. Und dann, ja, sagen wir Tschüss zu unserem ersten Wildcampingplatz hier in diesem Flussbett. Ja, auf geht's. Tiefer hinein nach China.
haben wir uns gerade den ersten Tankstopp erledigt. Da hinter uns ist die Tankstelle. Und die sind immer wie so kleine Gefängnisse gebaut, also in Anführungsstrichen, also mit Schranke immer und man kommt nur mit Ausweis rein, man kann nur mit Ausweis tanken, deswegen haben wir auch gerade wieder so Ärger bekommen und auch die letzten Male. Wir sind halt einfach reingefahren, weil eigentlich braucht man einen Ausweis und auch einen Chip beim Tanken haben wir natürlich als Touristen nicht. Das ist ein bisschen wie im Iran. Ja, und da hat uns ganz schön angeschissen gerade eben. Ja, manche sehen halt nicht, dass wir keine Chinesen sind und denken sich, warum fahren wir da rein, ohne den Ausweis zu zeigen. Ding ist halt, warum man für Tankstellen hier Ausweis braucht in diesem Bundesland Xinjiang oder Xinjiang, wo wir gerade sind. Ist auch ein riesen Bundesland, das weil es hier mal islamische Anschläge gab. Seitdem ist es alles ganz schön streng geworden, ähnlich wie im Irak, da sind ja Tankstellen auch so überwacht. Und um das einfach zu verhindern, dass weiter Anschläge passieren, sind halt die Tankstellen jetzt so gut gesichert hier. Aber in den anderen Bundesländern wurde uns gesagt, dass es dann nicht mehr so ist, dass es dann wie in Deutschland eine normale Tankstelle ist. Und ja, wir werden es dann sehen. Wir fahren jetzt einmal weiter, immer weiter Richtung Turpan heißt die Stadt auf der Autobahn. Und ja, hoffen wir, dass wir jetzt dann irgendwann in so 4 Stunden ankommen und dann mal Mittag essen können. Oh, ein anderer Motorradfahrer. Cool. Und so setzt sich unsere Reise fort. Kilometer um Kilometer. Noch wissen wir nicht, wie weit der Weg uns wirklich führen wird. Schon bald stehen wir wieder am Checkpoint. In dieser Provinz sind die Sicherheitsmaßnahmen am stärksten. Eine direkte Folge der Anschläge, die hier in der Vergangenheit stattgefunden haben. Doch wir haben Glück. Diesmal werden wir einfach durchgewunken. Die Landschaft verändert sich. Das Grün verschwindet. Zurück bleibt karges Land, bis sich schließlich Wüste auftut. Und dann, aus dem Nichts, erhebt sich eine Stadt. Wie aus dem Boden gezogen, in kürzester Zeit gebaut. Jeder Turm gleicht dem anderen, jeder Block sieht gleich aus. Und am Ende der Reihe entstehen schon die nächsten, genauso monoton und grau. Eine unglaubliche Darstellung, wie schnell Städte hier entstehen können. Doch so frisch sie auch wirken, diese Stadt scheint leer, fast verlassen. Keine Farben, keine Geräusche, kaum Menschen. Eine Stadt mit einer Ausstrahlung wie keine zuvor. So, wir sind jetzt hier in irgendeiner Tankstelle, mal wieder außerhalb von dieser Stadt, wie wir gerade durchgefahren sind. Also völlig krass, diese Stadt. A, menschenleer und B, wie das ausgesehen hat. Da ist eine kleine Baustelle, ihr habt es ja gerade gesehen, das ist richtig krass. Auch die ganzen Bäume, die gepflanzt wurden, sind glaube ich tot hier. Das ist echt eine heftige Stadt jetzt, nachdem wir jetzt so lange durch China gefahren sind, dass es fast so wie Deutschland ausgesehen hat. Also jetzt sieht China genauso aus, wie man sich das vorstellt. Auf jeden Fall ein Problem. Den ganzen Tag funktioniert die Navigations-App schon nicht. Man kann hier in China kein Google Maps benutzen, es gibt eine eigene App dafür. Ich versuche jetzt auch auf einem anderen Handys, auf meinen geht es schon den ganzen Tag. Geht es einfach nicht. Du startest die Navigation, bleibst aber am gleichen Fleck stehen, also geht nicht weiter. Wenn das an den anderen Handys auch nicht funktioniert, haben wir ein ernsthaftes Problem, weil hier in China zu navigieren ist schon eine recht große Challenge. Besonders bei den großen Autobahnen und allem. Und ohne Navi sind wir komplett aufgeschmissen. Ist natürlich ärgerlich, weil wir müssen halt heute echt noch viel Strecke schaffen. Und das kostet alles sehr viel Zeit, die wir eigentlich brauchen, um eine Strecke zu machen. Wenn das jetzt nicht gleich läuft, dann haben wir ein echt ernsthaftes Problem hier. Wir fahren weiter, ohne Navi, immer der G30 entlang und lassen die Stadt Stück für Stück hinter uns. Vor uns öffnet sich ein gewaltiges Tal, Windräder, soweit das Auge reicht, bis zum Horizont. Eine gigantische Aussicht, jedes in Reihe und Glied, eins wie das andere. Ein Anblick, den wir in China nicht erwartet hätten. Auf der einen Seite ist es die Fabrik der Welt, auf der anderen Seite zeigt sich ein Bild, das grüner wirkt, als wir je gedacht hätten. Es ist sauber, fast alle LKWs fahren mit Gas, auch wenn sie alle gleich aussehen, fast immer in Rot. China. Wir haben nicht an Sauberkeit und grüne Energie gedacht. Doch hier, mitten im Nichts, sehen wir ein anderes Gesicht dieses Landes.
把你们的护照拿上。 So, es ist ein wunderschöner Ausblick und trotzdem machen wir eine Zwangspause mit dem Navi. Funktioniert einfach überhaupt nicht. Es bleibt immer an einem Punkt stehen und bewegt sich nicht mehr. Jetzt sind wir schon mal falsch gefahren. Wir wollen jetzt nicht nochmal falsch fahren. Nein, wir wurden auch gerade gut kontrolliert. Bei der Kontrolle davor ins Büro rein, Passkontrolle, Führerschein nochmal zeigen, Kennzeichen abfotografieren. Ja, ist recht streng hier. Na, die Kontrolle hier ist echt streng, wobei es halt so unnötig ist, weil die eh genau machen, was wir wissen. Also abgesehen von unseren Handys und den chinesischen Apps, die wir benutzen müssen, wissen die eh genau, was wir machen und bezahlen. Bloß diese ganzen schönen Kameras da an der Straße, die dich immer so blitzen, die machen ja immer ein Foto, wo du gerade rumfährst. Und wo uns der eine Polizist halt Vormittag kontrolliert hat, oder heute Mittag, der hat ja auf dem Handy auch direkt Fotos von uns gesehen, wo wir rumgecruised sind. Also die wissen eh alles, da müssen uns gar keine Fragen stellen, weil die hatten uns auch alles gefragt. Wo kommen wir her, wo fahren wir hin, was machen wir denn da in der Stadt, wo schlafen wir, ob wir uns das und das anschauen wollen, bla bla bla. So viele unnötige Fragen und halt, keiner kann halt Englisch, ne? Dann versuchst du halt mit dem Übersetzer das zu beantworten. Der Übersetzer übersetzt halt irgendwas vollkommen anders und dann guckt die so richtig blöd. Also, Das haben wir an der Mautstation auch gerade noch Ärger bekommen. Ja, weil wir davor ja keine Karte bekommen haben. Jetzt haben wir natürlich eine gebraucht zum Bezahlen. Kontrollen sind ein bisschen nervig. Ja, es ist echt sehr viel hier. Also die Überwachung ist schon sehr hoch, aber dafür ist die Natur wirklich schön. Wenn wir jetzt einfach noch in die Stadt kommen, was essen, das in den Navis muss morgen funktionieren. Das kostet so viel Zeit, das ist so ärgerlich. Wir sind fertig, müde. Die Kontrollen waren anstrengend und überraschend. Noch nie zuvor mussten wir an einer Polizeistation, um befragt zu werden. Für uns war es eine völlig unerwartete Situation, ohne zu wissen warum, ob wir etwas falsch gemacht haben, ob wir gegen eine Regel verstoßen haben. Wir haben uns gefühlt, als wären wir eine Gefahr, nicht wie normale Reisende. Die Kommunikation ist schwierig, Englisch keine Chance. Alles läuft über Google Übersetzer und immer wieder sorgen Falschübersetzungen für Missverständnisse. Auch an den Mautstationen gibt es Ärger, weil wir keine Karte erhalten haben. Nicht unser Fehler, doch die Konsequenzen treffen uns. Inzwischen haben wir die Autobahn verlassen und fahren auf kleinen Landstraßen durch wunderschöne Dörfer, unserem Ziel Turpan immer entgegen. Der Tag liegt uns schwer an den Knochen, nichts gegessen, kaum getrunken, den ganzen Tag gefahren und trotzdem nicht die Strecke geschafft, die wir hätten schaffen müssen. Doch trotz all der Strapazen und Müdigkeit sollte der Tag noch eine Überraschung für uns bereithalten. Kurz der Stadt Turpan oder Taipung. Ist auch recht schön hier. Jetzt müssen wir endlich was zu essen finden, dass wir heute mal was zwischen die Backen kriegen. Kamen so 5 Stunden zu spät an, weil das Navi uns falsch geschickt hat. Ja, irgendwas essen. Hier ist zum Glück Wüste. Schlafplatz sollte kein Problem sein. Dann Schlafplatz finden und morgen hoffentlich früher los. Das ist aber echt fertig. Wir sind allein in den letzten, also heute und gestern sind wir so viele Kilometer gefahren, dass wir hätten einmal durch ganz Deutschland fahren können, von oben nach unten. Ja, und hier auf der Karte sind wir halt so... Man sieht es gar nicht. China ist viel zu groß. China ist riesig. Ja, auf jeden Fall machen wir uns das fertig, dass wir gleich weiterfahren können. Hoffentlich finden wir was zu essen. Jetzt haben wir jetzt das Stadtcenter von Turpan erreicht. Das ist schon deutlich belebter wie gerade eben. Ist auch wieder mal richtig schön. Hier sind auf jeden Fall ein Haufen Restaurants. Da, überall gibt es irgendwas zu essen oder zu kaufen. Das ist auf jeden Fall perfekt für uns. Ja, Essen, Schlafplatz suchen. Schon spät. Ja. Aber schön hier. Ja, Hauptsache was essen. Essenssuche ist gar nicht mal so leicht. Wir haben die Auswahl zwischen Entenkopf, Entenfüßen oder Entenhals. Echt verrückt, ey. Wie isst man denn Entenkopf? Ich weiß nicht. Es sind auf jeden Fall sehr viele neue Gerichte, die ich gar nicht mal so gern probieren will.
So, wir haben endlich was zu essen gefunden. Diese unfassbar große Portion kostet einfach nur 2,15 Euro, glaube ich. Das ist echt super billig. Natürlich sind wir wieder gezwungen, mit Stäbchen zu essen. Ja, ein bisschen unangenehm für die ganzen Einheimischen, weil ich kann das noch nicht so gut. Ich will mich auch nicht blamieren. Alle schauen uns an. Ja, alle schauen uns an. Komm, ja. Ja, es sieht doch fast professionell aus. So richtig blamieren tun wir uns nicht. Die anderen lachen auch schon mit bei uns und wir sagen, so wir haben jetzt auch schon einen Löffel bekommen von den Angestellten, aber es ist echt sehr lustig. Naja, auf jeden Fall sind unsere Hände so recht, dass die Stäbchen auch schon dunkel geworden sind, aber okay, das ist auf jeden Fall eine echt lustige Experience hier gerade. So ein netter Typ hat uns jetzt einfach Trauben geschenkt, richtig nett. Die sind auch richtig lecker. Diese Stadt Turpan, wo wir sind auch bekannt für ihre Trauben. Also wirklich, jetzt gibt es sogar ein Lied hier in China, ein bekanntes Volkslied über die Trauben von Turpan. Die schmecken auch echt gut. Haben noch echt heftige Kerne drin, aber echt wirklich geile Trauben. Oh, thank you. Shishi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you 是英语吗 ？What's your name? Mark. 我别的不知道了。 My name is Mark, and you? Wir sind angekommen, wir haben einen Schlafplatz gefunden, der ist noch nicht ideal. Da hinten ist die Stadt Turpan. Das da ist dieses große gelbe Gebäude, wo wir vorhin waren. Wir sind jetzt einfach mitten hier neben der Stadt in der Wüste. Hier ist auch ein Ölfeld um uns herum, da sind überall diese Ölteile. Und es ist brutal warm. Wir haben jetzt genau Mitternacht und es hat 33 Grad. Um Mitternacht. Es ist krass. Das ist die heißeste Stadt und heißeste Region Chinas. Morgen wird es mal heftig. Es wird morgen über 40 Grad haben. Es wird eine richtig heiße Nacht. Ja, und eine richtig anstrengende Fahrt morgen. Ja. Oh, die armen Motorräder, die werden so leiden. Die werden morgen leiden. Wir werden es einmal als Zelte aufschlagen, hoffentlich eine gute Nacht haben, weil wir halt überall diese Öldinger sind. Man sieht es auch, wenn ich vielleicht die Taschenlampe ausmache, dass da überall schon Blaulicht zu sehen ist. Wir hoffen, dass wir heute Nacht in Ruhe gelassen werden. Irgendwie glauben wir es aber nicht, weil hier halt einfach Öl ist. Ach, langsam. Das passt gar nicht zu uns, so viel zu fahren. Man kriegt doch gar nichts mit. Wir sind auch bestimmt wieder 450 Kilometer oder 500 gefahren. Ja. Das ist dann auch schon so viel. Das ist echt krass, ey. Nicht. Oh, naja, bauen wir das Zelt auf. Nein. Nein. Jetzt machst du dich ja echt Obst machen. Was soll ich denn machen? Ich will so einen Müll noch essen, aber ich krieg den nicht raus. Ich kann es schaffen. Soll ich dir zeigen, wie man ein Stäbchen ist?